Das Kunsthistorische Museum hat eine der absolut hervorragendsten Kunstsammlungen der Welt. Und ich finde es als unsere Aufgabe hier im Museum, immer wieder zu zeigen, was für eine Relevanz diese Sammlungen zum heutigen Tag haben. Und das Zeigen von einer fast vergessenen Malerin, die eigentlich unter den Großen gehört, in dem Museum, ist, glaube ich, ein guter Anfang auf diesen Weg, die Relevanz von Sammlern von alten Meistern oder von Sammlungen von alten Meistern in die Gegenwart zu holen. When did my interest in Michalina start? It happened, in fact, in the Kunsthistorisches Museum. I had the possibility to visit the storage. And I was looking around, and at a certain moment I saw the Bacchus by Michalina, and it was hard for me to match this painting with the other 17th century Flemish paintings I knew. This was, in fact, the start of my journey, the start of my detective story, I would say. So I wanted to know more about her, and at the same time I was, of course, very much surprised that no one before me had ever studied her or had ever analyzed her paintings. So in 1993, my interest was raised, and she has been on my side for decades now. She's my oldest friend, I'm always saying. The problem with Michalina is, in fact, that she was a mystery and still remains a mystery in a way. We do not know too much about her biography, but we know that she came from a rich family. They must have been wealthy. She must have been extremely well educated. We know that she was nearly sure that she was born in Mons, in the south of Belgium, and that she had her career in Brussels around the mid of the 17th century. But we still cannot touch upon her personality, upon her character. When you look at her painting, this is the only way to learn to know her. She's one of the only female artists that had possibilities, for example, to be that good, that well educated, and had at the same time the possibility to have her own workshop, having models sitting for her, apparently also nude man, which is very hard to understand when you think about the decorum and the etiquette of the 17th century in the southern Netherlands. And the format is really also very exceptional. Many women artists had to work, let's say, at their kitchen table, and they did not have the possibility to work on this scale. But of course, working on a scale like the Bacchus, it's also much more challenging. It's also much more complex. So you cannot do it if you're not trained enough in a workshop that has all the possibilities you can imagine. Als man das Hauptwerk, der Triumph des Bacchus, also neu restauriert hatte, war auf einmal hundertprozentig klar, welche Qualität diese Malerei hat. Der Triumph des Bacchus stellt den Weingott Bacchus vor in einer Art und Weise, wie er vorher, glaube ich, nicht oft gezeigt wurde. Die Komposition ist eine neue Erfindung von Michalina Vauthier. Er wird nicht thronend gezeigt, sondern er lehnt zurück auf eine Schlitte und er ist umringt von zelebrierenden Satyren, Menschen und Bacchanten. Und absolut außergewöhnlich ist, dass die Künstlerin selbst sich als Bacchantin dort dargestellt hat. Das heißt, sie hat sich in das Bild hinein reklamiert und sich als Teil des Bildes gemalt. Aber die Darstellung von Michalina Vauthier in dem Bild ist sehr kompliziert. Also man hat den Eindruck, dass sie, also wenn man das heutzutage sagen würde, würde man sagen, sie die vierte Wand bricht, indem sie aus dem Bild heraus auf die Besucher, auf die Betrachter schaut und sich deswegen, obwohl sie sich in das Bild hineingemalt hat, wieder aus dem Bild herausnimmt. Michalinas
Figuren haben eine Unmittelbarkeit, eine Aktualität in ihrem Ausdruck, in der Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sich zeigen, die kaum ein anderer Maler oder Malerin aus dem 17. Jahrhundert zeigt. Man fühlt sich nicht, als würde man fremde Personen aus einer fremden Zeit ansehen, sondern man schaut Menschen an, die einen auf der Straße begegnen könnte. Her paintings are, yes, so exceptional because she has been practicing in all different genres, and this is really exceptional also for contemporary 17th century male artists. For example, she painted history paintings, religious, mythological, but also fascinating portraits, also flower garlands, and also scenes of everyday life. Yeah? And this variety is very typical for her, I think, and it's also a sign of her lust to experiment, or her eager to learn. When you look at the boys, they are so lifelike. They're so spontaneous, and you have really the impression that you're just meeting young boys, and we can presume that she invited them to sit in her workshop and just, to know them from life. And this makes it very approachable, and it adds some kind of a timeless dimension in a way, I would say. So she had the ambition to practice all the different genres, and within the genres, she was trying to do something that was new. You also see it, for example, when you look at St. Agnes and St. Dorothy. Yeah? It's one of the most beautiful paintings by her hand, in my opinion. In general, these saints, Dorothy and Agnes, were represented by young women. And when you look at her two girls, they seem to be very young. There is an atmosphere of melancholy, of sensitivity in this painting, especially because we know what a tragedy will happen. And you see, when you look at the faces of the two girls, you see that they realize what is going to happen. And there is some separation in unity. They are not looking at each other. They are just thinking, considering what is going to be, considering what kind of sacrifice they will have to give. You see, it's something that touches people immediately. But there is a huge difference between the more, let's say, the huge paintings of a more official kind in a way, and the other paintings, such as the paintings where you have little boys playing and discussing with each other, that are much more down to earth. Ich frage mich auch, wie es dazu gekommen sein kann, dass Michelina als Künstlerin fast vergessen wurde. Man weiß, dass Michelina zu ihrer Zeit sehr geschätzt war, weil die größten Sammler ihrer Zeit, wie zum Beispiel Leopold Wilhelm, Werke von ihr gesammelt hat, aber auch, weil er ihr Aufträge erteilt hat, wie zum Beispiel der Auftrag, also das Porträt von Martini zu malen. Martini natürlich einer der großen Intellektuellen seiner Zeit gewesen ist. Wenn man auf den Triumph des Bacchus schaut, sieht man ein Sujet, was sehr außergewöhnlich gewesen wäre für eine Frau zu malen. Vor allem, weil es da drin sehr viele halbnackte und fast nackte Männer in dem Bild gibt. Aber man kann das auch sehen mit den vielen religiösen Sujets, die sie gemalt hat. Also es war außergewöhnlich für eine Frau, Aufträge von Kirchen für Altäre und Andachtsbilder also zu malen. Aber ich glaube, es ist zum Teil, weil Michelina so talentiert war, weil ihr Werk so vielfältig gewesen ist, dass sie in Vergessenheit geraten ist. Und dass viele Männer in folgenden Generationen einfach nicht wahrhaben wollten, dass eine Frau dieses unglaubliche Talent hatte. Das heißt, die Breite ihres Werkes hat dazu ironischerweise beigetragen, dass sie in Vergessenheit geraten ist. Dass Frauen
oft übersehen werden, ist nicht nur eine Sache des 18. oder 19. Jahrhunderts gewesen. Wir kennen sehr, sehr viele Fälle im 20. Jahrhundert, wo Frauen als Künstler, als Intellektuelle, als Wissenschaftlerinnen einfach in den Hintergrund gesteckt wurden oder fast vergessen wurden, weil man nicht glauben wollte, dass Frauen genauso talentiert sind wie Männer. Und somit Michelina Vautier. Also in dem Moment, wo ihr Name vergessen wurde und die Bilder, die sie gemalt hat, nicht mehr ihr zugeschrieben wurden, wurde sie als Person in der Kunstgeschichte quasi ausradiert. When I entered the exhibition, of course, for me, it's nearly breathtaking, yeah? Because in the end, she's here in the center of the Kunsthistorisches Museum, and everyone who is walking around here admits that she has been such an excellent painter, and that she has been so exceptional, and that she was so versatile. And this makes me feel very happy. Mit dieser Ausstellung hoffe ich, dass wir ein paar Fragen beantwortet haben, und zwar definitiv. Dass Michelina Vautier unter den Großen des 17. Jahrhunderts gehört. Und zweitens, dass die Qualität ihrer Bilder ohne Frage, also mit den anderen großen Malern und Malerinnen ihrer Zeit, nicht nur mithält, sondern etwas Neues dazu bringt. Was für mich als Museumsdirektor spannend ist, dass diese Ausstellung zeigt, wie interessant es sein kann, mit anderen Fragestellungen an historische Sammlungen heranzugehen. Und dass man dadurch merkt, dass auch ältere Kunst eine sehr starke Aktualität hat und zu uns heutzutage sehr stark und sehr deutlich noch sprechen kann. Was ich bei dieser Ausstellung empfinde, ist die unglaubliche Qualität der Malerei dieser Künstlerin. Die hat die Gabe, die Psychologie eines Menschen wirklich darzustellen. Und die hat die Fähigkeit, die Vielfalt an Materialien und Situationen, in denen Menschen sich befinden, wirklich unglaublich klar zum Ausdruck zu bringen. Ihre Werke haben eine Intimität und eine Tiefe der Psychologie, die ich bei anderen Barockmeistern nicht oft erlebe.